Hallo meine Lieben, heute habe ich eine Idee mit einem Becher, so einem Pappbecher, den man zum Beispiel verwenden kann, um Suppe zu transportieren. Und ich habe die gesehen und dachte mir, das eignet sich eigentlich auch super als Geschenkverpackung. Und was ich damit machen werde, das seht ihr gleich nach dem Intro. Für die heutige Idee habe ich solche Suppenbecher, die habe ich bei uns, die gibt es bei uns in einem Mikro und haben wunderbar auch Deckel drauf, die wirklich super gut halten. Und ich werde da mit Vinylfolie was drauf machen und hier auch mit Washi-Tape arbeiten, dem Rand entlang. Und ihr könntet aber auch, denke ich, da was drauf stempeln vom Material. Da eher mit einer STAZON oder mit einer Archival Ink. Und wenn ihr das macht, würde ich euch anraten, dass ihr den Stempel auf dem Tisch, vielleicht mit Painters Tape rundherum festmacht, dann mit der Tinte drauf geht und dann den Becher quasi drüber rollt. So habt ihr weniger die Gefahr, dass ihr das verschmiert, ne? Aber wie gesagt, ich werde da was drauf plotten. Was ich jeweils drauf gucke, ist, dass die beiden Kanten an derselben Stelle sind, damit die schön übereinander liegen. So, und dann nehme ich hier schon mal mein Washi-Tape. Ich habe sowas mit Herzchen und das werde ich nachher auch beim Plotten mit aufnehmen. Und jetzt fange ich hier hinten eben bei dieser Kante an. Versucht es, also es passt eigentlich perfekt von der Größe her. Und jetzt versuche ich einfach schön hier entlang der Kante das Washi-Tape anzubringen. Und wenn ich wieder am Anfang bin, kann ich den Überstand abschneiden. Dann drücke ich das hier noch schön fest, damit das auf der etwas abgerundeten Kante schön klebt. Auf beiden Seiten, das heißt unten und oben. So, dann haben wir schon mal einen süßen Deckel. Und ich werde das Ganze so in schwarz-weiß gestalten mit diesem braunen Becher. Hier oben will ich ein weißes Papier draufkleben und dann mit Vinylfolie ein Nur für dich und hier unten will ich ein Notvorrat. Jetzt gucke ich mir kurz an, welche Maße ich hier brauche. Und zwar hier oben vom Durchmesser werde ich nicht ganz an die Kante rausgehen, das heißt 8,5 im Durchmesser. Und beim Notvorrat, so dass man das lesen kann, ich würde sagen, ich gehe hier auf eine 10. Das ist das, was ich machen will und dafür gehen wir jetzt auf den Cricut Design Space. So, im Cricut Design Space gehe ich zuerst mal auf den Text und sage hier Notvorrat. Dann suche ich nach einer Schriftart, die mir gefällt, in meinen Systemschriften und ich glaube, ich nehme wieder mein BFC Gingerbread. Ja, die. Die finde ich im Moment extrem cool. Dann haben wir hier gesagt Maximum 10 von der Breite her. Das mache ich. Dann ist sie 2 cm hoch. Das ist ein bisschen zu klein. Ich versuche kurz hier, wie das aussieht, wenn ich das so mache und Zeilenabstand ein bisschen kleiner zu machen. Respektive das zuerst mal auf eine 10 zu bringen.
und dann den Seitenabstand ein bisschen kleiner. So. Dann haben wir eine Höhe von 6. Das passt mir doch schon besser. Und es ist trotzdem von einer Seite her lesbar. Jetzt wollte ich ja noch einen Kreis haben. Einen weißen. Ich mache den jetzt mal hellgrau, damit ich den noch sehe. Und der soll einen Durchmesser haben von 8,5. Das ist das. Und dann wollen wir noch Herzen. Da gehe ich bei Designs. Gebe Herz ein und jetzt versuche ich eins zu finden, was zu den Herzen passt, die ich auf dem Washi-Tape drauf habe. Ich würde sagen, das passt eigentlich. Das nehme ich. Jetzt will ich nicht, dass der Innenteil geschnitten wird und deshalb gehe ich auf Kontur und nehme den inneren Teil weg, so dass ich nur noch dieses Herz habe. Und das bringe ich jetzt eben auf einen halben Zentimeter. So. Ist extrem klein, ich weiß, im Vergleich zum Schriftzug. Vielleicht machen wir das sogar größer. Machen wir einen Zentimeter. Passt. Und von hinten brauche ich jetzt natürlich ein paar Stück, ne? Das heißt, ich dupliziere das einfach ein paar Mal. Dann nehme ich die alle und richte die einmal aus. Und dann mache ich einfach Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+V. Und nochmal Ctrl+V. Dann habe ich sicher genug von diesen Herzen. So. Und die verbinden wir jetzt auch kurz. Hier gucke ich, dass es auch schwarz ist, damit das alles dann auf einem Blatt ausgeschnitten wird oder auf einer Matte und dann hier der Kreis. Das ist eigentlich schon alles, was ich brauche. Nee, stimmt nicht. Ich mache hier nochmal Text, weil wir wollen ja in den Kreis hinein ein nur für... So, jetzt sehen wir auch was. Nur für Ü gibt es nicht, dann müssen wir kleine Punkte selber machen. Aber ich gucke mir zuerst die Größe an. Nur für darf ein bisschen kleiner sein. Und dann machen wir noch ein Dich. Das dafür ein bisschen größer. Ich markiere die beiden kurz und mitte die aus. Würde sagen, das passt. Und jetzt brauche ich noch die Ü-Pünktchen. Da mache ich ganz einfach Kreise. Respektive, wir sehen ja hier, wie ein I-Punkt aussehen würde. Deshalb versuche ich den ein kleines bisschen oval zu machen. Einfach, dass er ähnlich aussieht wie das, was ich beim I habe, ne? Aber das muss jetzt natürlich massiv kleiner sein, weil wir haben ja hier eine kleinere Schrift. Das dupliziere ich kurz. So, ich würde so sagen, das passt. Den Kreis kurz weg. Und das verbinde ich hier. So. Und das hätte ich gerne natürlich auch schwarz. Das müsste eigentlich alles sein. Wir haben die Herzen, wir haben den Notvorrat, wir haben das für dich und wir haben den Kreis. Das sollte 2 Matten geben. Gehen wir mal auf Herstellen. Das heißt, ich habe den weißen Kreis hier und auf der anderen Matte habe ich das hier.
Jetzt habe ich das Gefühl, ich kann das noch ein bisschen platzsparender gestalten. Machen wir es so. So passt das. Also, zuerst das Papier. Hier nehme ich diesen 216 Gramm Cardstock. Dann kann ich den schon schneiden. Das heißt, ich bringe den auf die Matte drauf. Können wir das mal laden. Und den schneiden lassen. Das ging schnell. Können wir den schon lösen und ihr kurz gucken, passt der drauf? Der passt wunderbar drauf. Dann muss ich hier das Material ändern und ich habe ein Vinyl angelegt, ein schwarz matt mit einem Druck von 125. Habe ich das Gefühl, das funktioniert am besten. Jetzt muss ich kurz gucken, wie viel Folie ich brauche. So, das müsste reichen. Und dann kann ich das auch schon laden und den schneiden lassen. Ist er auch schon fertig. Er hatte nicht an allen Stellen wirklich Spaß. Ich hoffe, das funktioniert jetzt trotzdem. Ich habe jetzt mal die Herzen getrennt. Da hat er mit ein paar echt Mühe. Keine Ahnung warum. Bei hier hinten hat es wunderbar funktioniert. Der Notvorrat hat funktioniert. Gucken wir uns das mal an, wie gut sich das entgittern lässt. Passt wunderbar. Das heißt, das Wichtigste hier haben wir schon mal. Und hier hat man ein Problem mit den Ü-Punkten. Ich lege die kurz so ein bisschen beiseite. Versuche die nicht am Tisch anzukleben, aber trotzdem die so ein bisschen wegzunehmen. Mal gucken, was ich damit noch machen kann. Dann können wir schon mal das nur für dich übertragen. Und möglichst einfach in die Mitte des Kreises. Das ist hier. Eine und dann noch den Notvorrat. Bei dem hier habe ich ohne Backtrennpapier gearbeitet, weil ich das Gefühl hatte, das kriege ich eigentlich ziemlich gut hin, auch ohne das, weil es oval ist oder weil es rund ist. Und bei dem hier werde ich aber das Backtrennpapier verwenden, weil ich da will, dass das wirklich super gut an der richtigen Stelle sitzt. Das heißt, machen wir es. Ich mache auf der Seite eine kleine Überlappung.
Jetzt gucke ich, dass da, wo die Überschneidung ist, hinten ist. Und dann platziere ich das möglichst schön mittig und gerade. Dann streiche ich das hier auf der Seite fest, löse das Backtrennpapier und dann kann ich das Ganze hier drauflegen. Und bei solchen Sachen müsst ihr immer drauf gucken, ne, wie ist die Beschichtung, damit das dann auch wirklich haftet. Ich habe das Gefühl, genau, das passt wunderbar. Na, dann haben wir hier schon unseren Notvorrat. Und hier mit dem Ü schummle ich jetzt einfach ein bisschen und mache das mit einem Stift. Weil so klein kann ich das nicht von Hand ausschneiden, das funktioniert nicht. Und das klebe ich jetzt mit einem Flüssigkleber oben drauf. Natürlich auch so, dass die Ausrichtung stimmt, ne? Und durch den Flüssigkleber könnt ihr das noch so ein bisschen verschieben, damit es dann passt. Und das feststreichen. So, dann haben wir das nur für dich oben drauf. Unten den Notvorrat. Und damit wir jetzt diese Herzchen mit dem Rest verbinden und das hier nicht so leer ist, nehme ich jetzt hier die Herzen und mache die noch, also ich verteile die dann einfach so ein bisschen auf der Dose. So. Und das mache ich tatsächlich von Hand, ne? Und da versuche ich auch so ein bisschen in der Orientierung ein bisschen zu spielen, dass nicht alles in dieselbe Richtung guckt. Und dann dachte ich mir, ich hätte trotzdem noch gerne was dran, so ein Anhänger ringsherum, dass es nicht nur schwarz-weiß ist, sondern auch noch so ein bisschen eine Tupferfarbe bekommt. Deshalb mache ich hier ein kleines Löchlein rein. Was hier? So, und dann nehme ich passend so ein Garn. Wenn es still wird, dann muss sich die Frau B konzentrieren, ne? Ich habe hier das ganz einfach versucht, ein bisschen oben hinzumachen, so dass man das Garn noch sieht, aber vom Design jetzt nicht etwas abgedeckt wird. Dann hier den kleinen Tag mit dem Wichtel und oben eben dieses nur für dich. Und so einfach könnt ihr eine Verpackung für was Süßes machen. Ne? Total simpel gemacht. Und das kann dann eben wieder aufgefüllt werden und so auch immer wieder verwendet werden. Somit mal eine andere Art, was Süßes mit dem Geschenk mitzuschenken in einer Verpackung, die wiederverwendet werden kann. Ne?
So, ich hoffe, euch hatte diese Idee und das Video gefallen, dass ihr Lust habt, das selber auch auszuprobieren und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!